Schöne Tage am Neckar liegen hinter uns. Unsere Reise geht weiter und jetzt in Richtung Rhein. Herzlich willkommen zu einem weiteren Reisebericht durch Deutschland in die Schweiz. Wir haben den 27. Mai, es ist ein Mittwoch und wir fahren weiter in Richtung Rhein und zwar nach Rhein-Münster. Dort wollen wir auf einen Stellplatz, der zu einem Freizeitcenter gehört. Es sind 130 Kilometer an diesem Tag, also keine Entfernung. Wir wollen am 7. Juni in der Schweiz sein, und zwar in Appenzell, also haben wir noch einige Tage Zeit, um uns in Deutschland einiges anzusehen. Wir entscheiden uns oft sehr spontan für Camping- oder Stellplätze. Meistens kommen auch noch zwei Gründe hinzu. Der eine Grund ist, es lohnt sich dort ein Bericht über so einen Camping- oder Stellplatz für mich. Und zum anderen, da das Hobby Geocaching, gibt es dort die Möglichkeit, dieses Hobby dort auszuüben. Dann bekommen wir ja von euch auch immer wieder Tipps über interessante Stellplätze. Und da haben wir ja jetzt auch schon den einen oder anderen vorgestellt. Wir haben die A5 verlassen und fahren jetzt in den Ort Stollhofen und dann in Richtung des Freizeitcenters. Wir kommen hier in der Mittagszeit bei bestem Wetter an. Jetzt haben wir gleich den Stellplatz erreicht. Wir sehen hier auf der linken Seite Parkplatz für PKWs. Das sind Tagesgäste, die hier den Badesee nutzen. Und hier rechts geht es jetzt rein zum Stellplatz. Wir haben nicht genau die richtige Einfahrt, doch wir haben schon die richtige Einfahrt, aber es gibt hier zwei Bereiche. Einmal diesen Bereich hier, wo man längs stehen kann an dem Weg, und dann im hinteren Bereich gibt es noch Plätze, die sind etwas schöner als diese hier. Das Ganze ist natürlich auch Geschmackssache, jeder hat also seine Vorstellung. Wir parken jedenfalls erstmal hier und schauen uns um. So sieht das Ganze von oben aus. Einmal die zweite Einfahrt für den vorderen Bereich und dann die erste Einfahrt für den hinteren Bereich. Wir haben uns einen freien Platz im hinteren Bereich ausgesucht. Es gab ausreichend freie Plätze und jetzt drehen wir nochmal eine Runde, um dort auf die Parzelle zu kommen. Wir sehen hier auf der rechten Seite einen Wohnwagen. Ich denke, der parkt aber nur, denn wenn man hier jetzt rechts abbiegt, kommt man zum Campingplatz. Hier gegenüber sieht man den Pkw-Parkplatz. Dort habe ich auch Wohnmobile gesehen, aber ich denke, die werden dort nur parken und nicht übernachten. Jetzt fahren wir die erste Einfahrt rein und damit kommen wir auch in den hinteren Bereich des Stellplatzes. Die Plätze sind relativ groß, 10 Meter kein Thema. Hier sehen wir jetzt rechts auch noch ein größeres Mobil, ich denke 12 Meter lang. Auch die haben hier teilweise Platz. Insgesamt gibt es hier mehr als 50 Parzellen. Es gibt hier auch Bäume, das ist bei den Temperaturen, die wir aktuell haben, um die 30 Grad ganz angenehm. So ein Baum ist immer ein schöner Schattenspender. Wir haben alles aufgebaut. Jetzt haben wir uns entschieden, wir werden voraussichtlich hier 2 Tage bleiben. Gehen jetzt zum Bezahlen. Vorne an der Einfahrt steht ein Parkautomat. Dort kann man die Stellplatzgebühr entrichten. Eigentlich sollte man hier auch online bezahlen können, also mit dem Handy oder Visa-Card. Das funktioniert allerdings aktuell nicht. So müssen wir uns dann mit Bargeld helfen hier. Ist aber kein Problem, denn der Automat nimmt auch Scheine. Wir zahlen erstmal nur für einen Tag, das machen wir ganz bewusst. Dann sollte uns der Platz nicht gefallen, dann können wir nächsten Tag so weiterfahren und haben kein Geld verloren. Und man kann ja jederzeit nachbuchen. Wir zahlen hier 14 € für 24 Stunden, das ist für uns voll okay. Direkt neben diesem Parkautomaten ist die End- und Versorgung.
großzügig, aber leider kann man nicht durchfahren. Man durchfahren könnte, wäre schöner. Aber gut, alles da, was man braucht. Ich hänge ja mit meinen Videos immer so ein bisschen hinterher. Wir haben ja inzwischen schon Juni, aber das geht nicht anders. Ich möchte ja meine Videos chronologisch nach dem Reiseverlauf veröffentlichen und dann schaffe ich es leider nicht anders. Wer unsere Route jetzt nachverfolgen will oder genau wissen möchte, wo wir aktuell sind, der hat die Möglichkeit über die Hako-App unter Neues. Dort gibt es eine Online-Karte, Route und dort könnt ihr genau sehen, wo wir aktuell sind und wie wir gefahren sind. Die Plätze haben hier eine schöne Größe, man kann ohne Probleme die Markise ausfahren. Teilweise gibt es sogar Hecken zwischen den einzelnen Plätzen. Unser Platz, der endet mit der Markise, das heißt also, da ist noch ein Platz dazwischen. Nicht, dass man denkt, der gesamte Platz wäre hier so groß. Einige Plätze, dort können auch sehr lange Fahrzeuge stehen, so wie man hier sieht. Dieser Stellplatz gehört ja zu einem Freizeitgebiet und da blicken wir mal von oben drauf. Rechts von der Mitte sehen wir den Stellplatz, links dann von der Mitte den großen Campingplatz mit den Badeseen und ganz links ist der Rhein. Wenn man an die Badeseen möchte, kostet es Eintritt. Man muss dazu über den Campingplatz. Wir laufen da jetzt mal hin. Wir haben keinen Eintritt bezahlt, weil wir gesagt haben, wir möchten nur mal schauen und wir möchten einkaufen, denn der Campingplatz hat einen kleinen Supermarkt, ja klein kann man eher sagen, einen ordentlichen Supermarkt, wo man einkaufen kann. Ich weiß nicht, ob man da so achtet. Wir sehen hier die Zufahrt zum Campingplatz und gleichzeitig den Zugang zu den Freizeitseen. Vorne an gleich ein Stand mit Kleidung, sommerlicher Kleidung. Wem also irgendwie was fehlt, der kann sich hier damit eindecken. Ein Stückchen weiter sehen wir ein größeres Gebäude. Dort ist ein Restaurant untergebracht und dort gibt es auch den Supermarkt. Dieser Supermarkt hat eine eigene Bäckerei, wo man sich mit Brotwaren eindecken kann. Aber er ist auch sonst gut sortiert. Für alles, was man so fürs tägliche Leben braucht, findet man hier. Direkt nebenan ist das Restaurant mit einer großen, sehr großen Terrasse. Wir gehen jetzt mal ums Gebäude herum. Wenn wir auf der anderen Seite sind, sehen wir, haben wir schon einen Blick auf die Badeseen. Wir haben den 27. Mai, ist ein Mittwoch, ist die Woche nach Pfingsten. Ich denke, dann haben noch einige Kinder Ferien, deshalb ist hier wohl noch gut Betrieb. Der Campingplatz hat verschiedene Bereiche. Ein Bereich, dort stehen wohl überwiegend Dauercamper. Hier hat man Plätze direkt am See. Ist natürlich sehr schön, gerade bei diesem schönen Wetter. Eine Parzelle hier in der Hauptsaison kostet ca. 50 €. Damit muss man hier auf jeden Fall rechnen. Es gibt hier verschiedene Mietobjekte, also das heißt Bungalows, Chalets, auch Wohnwagen kann man hier anmieten. Es geht dann bei 150 € pro Tag los. Es ist nicht überall großer Trubel hier am See, es gibt auch ruhigere Bereiche und ich habe auch gesehen, es wird hier geangelt. So wie ich das gelesen habe, ist dieser Campingplatz ganzjährig geöffnet. Vom Stellplatz bis hier zum Campingplatz sind es ca. 300 Meter. Man kann auf diesem Campingplatz Fahrräder mieten, aber man kann auch ein Auto mieten. Das nochmal als Hinweis, wir haben an der Rezeption bzw. beim Eingang erklärt, dass wir uns nur mal umschauen möchten und daher brauchten wir auch keinen Eintritt bezahlen. Wer Eintritt bezahlt, der kann hier alle Einrichtungen des Campingplatzes nutzen, auch Toilette und Dusche. Diese Region eignet sich auch gut zum Fahrradfahren. Es ist alles recht eben hier und der Rhein ist hier auch nicht weit, sodass wir schnell mit dem Fahrrad am Rhein sind. Wir haben ja nur hier 2 Übernachtungen, so haben wir nicht so ganz viel Zeit, um uns sehr viel anzusehen. Wer jetzt ein bisschen länger ist, der kann zum Beispiel mit dem Fahrrad nach Baden-Baden fahren. Das sind ca. 15 Kilometer. Wir sind jetzt hier am Rhein. Es gibt hier ein kleines Restaurant direkt am Fluss. Hat auch geöffnet.
Der Rhein bildet ja hier die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Genau die Mitte des Flusses ist die Grenze. Da es an diesem Tage wieder sehr warm ist, haben wir keine lange Radtour gemacht. Nach 15 Kilometern hat es uns gereicht und es ging zurück zum Stellplatz. Das muss ich noch berichtigen zum Stellplatz. Die erste Einfahrt ist die reguläre Einfahrt zum Stellplatz. Die zweite Einfahrt dort ist eigentlich ein Parkbereich für ankommende Gäste für den Campingplatz. So wie ich es allerdings gesehen habe, wird es geduldet, dass dort auch Wohnmobile stehen und übernachten. Wir waren ja an Wochentagen hier auf diesem Stellplatz. Es gab immer jeden Abend noch freie Plätze. Das ist, so habe ich gehört, an den Wochenenden, besonders dann, wenn das Wetter gut ist, anders, dann ist der Platz oft voll belegt. Das nochmal so als Hinweis, wer mit Anhänger kommt, der kann besser in dem vorderen Bereich stehen. Dort kann man längs stehen. So wie ich gesehen habe, gibt es dort auch keine Parzellierung. Jetzt noch ein paar Worte zum Thema Strom. Auch auf diesem Platz kostet die Kilowattstunde 90 Cent. Das ist inzwischen auf einigen Plätzen oder vielen Plätzen so. Ich kann nur da den Tipp geben, den Kühlschrank auf Gas laufen zu lassen, denn das ist erheblich preiswerter. Denn viele werden wissen, wenn man einen Absorberkühlschrank hat, der verbraucht in 24 Stunden bis zu 4 kW. Und da kann man sich ausrechnen, wie teuer dann das wird mit dem Strom. Gas ist natürlich auch teurer geworden, aber trotzdem ist es immer noch erheblich preiswerter, mit Gas den Absorberkühlschrank zu betreiben, als mit Strom. Das ist natürlich bei einem Kompressorkühlschrank anders, aber das ist ein langes Thema. Darüber müsste man ein extra Video erstellen, um das genau zu erklären. Nach 2 Übernachtungen hier am Freizeitcenter geht unsere Reise weiter in den Südwesten Deutschlands. Wir werden in der Nähe des Rheins bleiben. Unser nächstes Ziel ist ein Stellplatz in Kenzingen, den wir auch noch nicht kennen. Den wollen wir besuchen und darüber werde ich natürlich im nächsten Video auch berichten. Das soll es mal wieder gewesen sein. Ich würde mich freuen über viele Kommentare hier zu dem Video. Gerne auch Anregungen von euch für neue Videos, für Themen, die euch vielleicht interessieren. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.